Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ich freue mich heute riesig auf das heutige Thema des Videos, denn diese Idee ist am Wochenende im Stream mit Davalon zusammen entstanden, hat aber meiner Meinung nach so viel Aufmerksamkeit verdient, dass ich das nochmal gesondert in diesem Video erwähnen wollte. Aber ja, noch bevor das Thema losgeht, ja, erstmal zum Thema Aufmerksamkeit verdient. Ich habe seit ein paar Tagen beziehungsweise Wochen jetzt schon mittlerweile einen kleinen YouTuber beobachtet und ich gucke immer hier und da mal so in der Szene umher, ja, wo man so ein bisschen Shoutouts geben könnte und so. Und ja, da gucke ich meistens auf Leute, die sehr, sehr viel Mühe, sehr, sehr viel Arbeit in ihre Videos stecken, die das dann auch verdient haben und die halt auch, wo man merkt, jo, da ist auf jeden Fall der Spirit da und das ist nicht mal so wie bei mir hingerotztes Video, so in 10 Minuten aufnehmen, zack, zack, hochladen, bam, fertig, ja. Da steckt ein bisschen mehr hinter, ein bisschen Qualität. Und ja, da muss ich auf jeden Fall mal Shoutouts geben. Und zwar ist das der gute Sergio, ja, ein Newcomer, würde ich mal sagen, in der Shakes and Fidget Szene, gibt sich aber riesengroße Mühe mit seinen Videos und mit den Edits da drin. Er bastelt immer geile Intros zu seinen Videos, ja. Und da würde mich auf jeden Fall freuen. Er hat jetzt aktuell hier 49 Abonnenten. Ich bin jetzt der 50. Ja. Sehr, sehr nice und ich würde mich auf jeden Fall ziemlich krass freuen, wenn ihr mir das Ganze mal nachmacht und wenn wir da zumindest mal die 100 Abonnenten voll machen. Ich denke mal, das sollten wir schaffen. Ja, der Link zu Sergio ist unten in der Videobeschreibung, wenn ihr Bock drauf habt, mal ein paar geile Shakes and Fidget Videos zu sehen, die ein bisschen geedit worden sind, die so ein bisschen ein bisschen außerhalb der Norm sind, sag ich mal, außerhalb von diesem normalen Let's Play-Zeug. Erinnert mich stark, muss ich sagen, an die Zeiten von Painy damals, Grüße gehen raus, und an Fancy, den hatte ich damals auch geshoutoutet, ja, die habe ich auch immer sehr supportet, weil die halt auch sehr viel Arbeit und Liebe in ihre Videos reingesteckt haben, zu der Zeit, wo sie noch aktiv waren, ja, und deswegen hoffe ich, dass Sergio, du hier auch ein bisschen länger aktiv bleibst, denn sowas fehlt auf jeden Fall der Szene, so ein bisschen Editing-Kram und sowas, das ist ziemlich nice. Es ist sehr unterhaltend auf jeden Fall und deswegen schaut da auf jeden Fall mal vorbei, wie Schielaugen, ja? So, das auf jeden Fall mal dazu. Wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Wir kommen zum heutigen Thema des Videos und zwar ein riesengroßes Thema ist aufgekommen im Stream, wo Davalon Stufe 220 gerusht hatte innerhalb von, ja, also originaler Playtime waren es, glaube ich, 1,5 Stunden oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau mehr. Habe ich nicht so auf dem Schirm. Wir mussten den Timer ja unterbrechen einmal. Aber nachdem die Challenge vorbei war, haben wir noch ein bisschen weiter gelabert und ein bisschen gebrainstormt, was kann man noch so machen, was kann man ins Spiel bringen. Und diese Challenge hat quasi so ein bisschen die Pforten geöffnet für noch mehr in solcher Art und Weise, noch mehr in diese Richtung und war so ein bisschen, würde ich mal sagen, dieser Stream am Wochenende war so ein bisschen der Grundbaustein für eventuell ganz große Projekte, wo jeder drauf Bock hat und was für jeden eine Win-Situation ist auf jeden Fall. Und das sind halt internationale Shakes and Fidget Turniere. So, und die Idee kam halt eben im Stream auf und wir haben in der Shakes and Fidget Taverne im offiziellen Discord, ja, wer da noch nicht sein sollte, ne, auch nochmal ein bisschen Werbung an der Stelle, da könnt ihr einfach mal über Hilfe und Support auf dieses Symbol hier drücken und dann kommt ihr auch zum offiziellen Discord. Dort wurde jetzt für uns Promoter auch ein eigener Channel so ein bisschen entwickelt, um ein bisschen hier und da sich auszutauschen über Ideen, Projekte in der Zukunft und so. Ne? Und die größte Barriere, die dabei entsteht zwischen internationalen Creatoren in Shakes and Fidget, ist die Sprachbarriere. Weil dann spricht mal jemand Polnisch, Tschechisch, so, ne? Dann ist einer in Ungarn da am Start, dann sind wir Deutschen hier. Ne? Und ich sag mal so, my English is not the yellow from the egg, ja. Und deswegen, ich bin da auch nicht der Einzige zum Glück, den es da so geht. Und ja, wenn man sowas live im Stream machen will, sich mit anderen Creatoren unterhalten möchte auf Englisch, dann will sich das wahrscheinlich niemand von uns geben. Großartig so, ne? Und das ist so ein bisschen die größte Barriere, die wir da haben, sag ich mal, wenn wir uns als Creator auch im internationalen Bereich zusammentun, denn die polnische, tschechische Community ist nochmal deutlich größer. Die haben nochmal viel mehr Spieler, viel mehr Zuschauer, viel mehr auf YouTube unterwegs. Man kriegt eigentlich gar nichts von den anderen
mit, weil halt eben die Sprache nicht dieselbe ist. Und das ist so traurig, ja. Das ist so schade und da ist so viel Potenzial, was verloren geht einfach. Und ja, wie gesagt, wir kamen am Wochenende jetzt halt eben so ein bisschen auf den Gedanken, dass man halt eben solche Sachen, wie wir es jetzt gemacht haben, Stufe 200 pushen innerhalb von so und so viel Zeit, dass man das halt eben auch im großen Stil als Turnier veranstalten kann. Ja? Und bei diesem Turnier können halt eben nicht nur wir Deutsche mitmachen, sondern halt eben auch welche aus dem internationalen Raum, wo halt jeder mitmachen kann. Und das ist halt eben so ein bisschen das Geile an der Sache. Man verständigt zwar sich nicht miteinander, aber man nimmt an dem gleichen Projekt teil. Und das führt ja quasi die Communities so ein bisschen zusammen. Ne? Wir hatten so ein bisschen überlegt gehabt, dass man diese Stufe 200 oder 220 Russian so machen könnte, dass man es quasi in so einem normalen Turnierbaum entwickelt oder aufzählt, dass halt Leute gegeneinander antreten und sich im K.O.-System gegeneinander raushauen. Das heißt, ja, wenn man jetzt so nach typischen, was weiß ich so, Achtelfinale, Viertel, Halbfinale, Finale und es treten immer 2 Leute gegeneinander an und derjenige, der eine bessere Zeit hat, natürlich alles unter gleichen Voraussetzungen, derjenige, der eine bessere Zeit hat gegenüber den anderen, gegen den er angetreten ist, der kommt halt eben eine Runde weiter und das Ziel ist es halt eben so schnell wie möglich, sagen wir mal einfach, der rundungshalber Stufe 200 zu erreichen, so dann ist das Ganze ein bisschen well-rounded, so sag ich mal, Stufe 200 erreichen in so und so viel Zeit. So, und so kann man halt eben auch Creator bzw. Spieler aus dem internationalen Raum nehmen. Und wie ich das mitbekommen habe, oder beziehungsweise wie wir das, also Daval und ich das halt auch mitbekommen haben am Wochenende, ist das Feedback für solche Turniere extrem groß. Das Interesse ist da, sowohl auf der Zuschauerseite, ja, als auch auf der Creator-Seite, als auch auf der Seite der Hardcore-Pilzer, die richtig viel Server-Erfahrung haben, aber wahrscheinlich nie so großartig vielleicht in der Öffentlichkeit sind, sondern nur für sich privat so ein bisschen vor sich her pilzen, so, ne? Das Einzige, was halt jetzt gemacht werden muss, ist halt eben, dass wir da so ein bisschen das Ganze halt hochziehen, beziehungsweise dass das Ganze auch einen Schritt weitergeht vielleicht so, ne? Wir haben so ein bisschen gebrainstormt, man könnte es so machen, dass man halt eben, wie gesagt, alle Teilnehmer quasi in einem Raum hat auf Discord oder was weiß ich wo, ne? Und halt eben deren Screens so ein bisschen upscreenen kann. Es gibt so einen Main-Stream, ja, der wird wahrscheinlich dann sein auf Shakes and Fidget Official. Ne? Also das ist jetzt alles nur so gebrainstormen, ne? Aber es könnte Realität werden, wenn wir uns ein bisschen anstrengen und dahinter haken so ein bisschen. Ne? Und ja, da kann man halt eben auch diese Sprachbarriere umgehen mit jemandem, der halt eben gut Englisch spricht, im Gegensatz zu mir oder jemand anderen so, ne? Der halt eben das Ganze auf dem Main-Channel so ein bisschen castet. Das kann, weiß nicht, kann der Mo sein auf Englisch, das kann vielleicht auch sogar die Melli sein, die daran geholt wird und so, ne? Und ja, da kann auf jeden Fall dann halt eben jeder aus jedem aus jedem Raum halt eben so ein bisschen zuschauen und das verstehen, weil Englisch verstehen die meisten, denke ich mal. Ne? Ich kann jetzt zum Beispiel kein Tschechisch oder sowas jetzt verstehen, ne? Deswegen, das ist halt eben so schade an der Sache. Und das würde halt eben genau diese Barriere halt umgehen, indem man halt internationale Turniere macht mit Englisch als der Mainsprache, so dass jeder da versteht, was abgeht, wird gecastet das Ganze und das Ganze halt als Turnier wird das dann so veranstaltet im K.O.-System, wo sie sich gegenseitig dann raushauen, so, ne? Und das könnte ziemlich groß werden und das ist halt, wie gesagt, eben auf SF Official, ne? Wie gesagt, das ist bisher alles nur Theorie, aber es könnte halt eben Wirklichkeit werden vielleicht, ne? Und das wäre halt eben auf diesem Main-SF-Kanal so, ne? Und dann könnte es halt eben neben diesem Kanal halt eben auch noch so Co-Caster geben. Da würde ich mich wahrscheinlich mehr so in der Rolle sehen, die halt eben das ganze Turnier verfolgen, aber halt eben jetzt für den deutschsprachigen Raum, sag ich mal, auf meinem Channel hier auf YouTube das repräsentieren. Dann könnte es vielleicht noch auf Twitch vielleicht auch noch Channel geben, die das Ganze auch noch da so ein bisschen casten, sag ich mal, ne? Und dann gibt es halt eben Leute, was weiß ich, also die halt eben vielleicht aus dem tschechischen, polnischen Raum da nicht teilnehmen wollen. Ich nenne immer diese 2 Länder, weil da ist die Community noch abseits mit am größten so, was Shakes and Fidget angeht. Und die halt eben dort im polnischen, tschechischen Raum das Ganze halt auch auf ihren Kanälen casten können. Und so entsteht ein riesengroßer Traffic,
Ja, weil halt eben das Ganze international aufgezogen wird und ich denke mal, das ist halt nicht nur im Sinne von der Community, von den Zuschauern, von den Creatoren, von den Mitspielern, wenn es da halt eben auch geile Preise gibt und halt eben vielleicht ein paar Sponsoren oder sowas rangezogen werden, ne, sondern halt auch eben im Sinne von Playa beziehungsweise Shakes and Fidget beziehungsweise der Marketingfirma, weil das Ganze natürlich auch einen riesen Aufsehen erregen würde, so, ne, was natürlich wiederum gut ist fürs Spiel, weil es halt wieder neue Spieler anlockt und das ist halt eben so ein Kreislauf, ne, läuft im Kreis, so, ne. Und ja, da sehe ich uns auf jeden Fall in der Zukunft, das könnte richtig, richtig nice werden, wenn man da so ein bisschen sich reinhängt in die ganze Thematik, so wie ich das schon am Rande wie Bordsteine mitverfolgt habe, sind schon ein paar Planungen im Gange seitens von der Leitung von den Admins vom SF Discord, so, ne, mit Davalon zusammen, weil der kennt ja auch Hans und Franz in der Hardcore-Pilzer-Szene und so, ne? Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt und ja, würde auch mich freuen, wenn ihr da halt auch Bock drauf habt. Ich denke mal, ihr habt da Bock drauf. Ihr merkt vielleicht schon, ich bin da auch wieder mit kompletter Begeisterung bei, so, ne, weil mich das einfach unendlich freut, weil man sowas jetzt, also man hat immer sowas versucht umzusetzen, aber man wusste nicht wie, so, ne? Man hat halt eben auch das internationale Ding mit anderen Creatoren, aber wusste nicht wie, so. Und das wäre halt eben so ein Baustein, wo man sagen könnte, da kann man jetzt dran aufbauen und halt eben alles vereinen, so, ne? Ganz wichtig auch nochmal, am Donnerstag glaube ich glaube, das hatte Mo erwähnt, dass auf dem SF Official Kanal auf Twitch dort der Community Manager mit dabei sein wird. Und da würde ich mich natürlich an der Stelle freuen, weil ich bin leider zu der Zeit nicht vor Ort. Der nimmt immer sehr gerne Ideen an, Vorschläge und sowas, ne? Mo, Grüße auch an dich. Du leitest ja auch immer vieles weiter so. Ob das dann halt eben auch so passiert, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Aber trotzdem auf jeden Fall vielen lieben Dank für deinen Effort an der Stelle auch. Ne? Da müssen auch mal die Shoutouts rausgehen. Und da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr am Donnerstag da um 18 Uhr ist das, glaube ich, wieder, da im Stream seid mit Mo und dem Jörg zusammen und ja, eventuell so dieses ganze Turnierthema ein bisschen pusht, da ein bisschen vorschlagen könnt da in den Kommentaren, in den Live-Chat und halt eben da so ein bisschen die Aufmerksamkeit vielleicht drauf lenken kann, um halt sowas vielleicht auch eines Tages in die Realität umsetzen zu können, ne? Generell eine nice Sache auf jeden Fall, dass halt auch der Official-Kanal da immer wieder da den Community Manager mit dazu holt und halt sich eben da Ideen, Vorschläge und sowas alles von der Community einholt. Community-nahe geht's nicht und das ist halt eben eine ganz geile Sache so, ne? Okay, ja, Leute, was soll ich noch weiter sagen? Ich bin mega gehypt auf die Zukunft. Es könnte ein geiles Jahr werden. Generell steht Shakes and Fidget der Zukunft, glaube ich, sehr, sehr positiv gegenüber. Ich denke mal, es wird noch eine blühende Zukunft haben, das Spiel. Sobald das Backend so auf allen Servern flüssig läuft, sind die Möglichkeiten auch nochmal andere. Ne? Momentan ist es alles ein bisschen holprig so, weil es halt eben in dieser Findungsphase ist. Es wird überall raufgespielt, es kommt zu diversen Bugs, Fehlern und sowas. Aber das ist nun mal so, wenn eine alte Software oder was weiß ich, irgendwie erneuert werden muss, um halt eben mehr Platz zu machen für neuen Stuff, der in der Zukunft eventuell umgesetzt werden kann, was mit dem alten Backend vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre, so, ne? Deswegen, bei den ganzen Bugs und sowas alles, ne, wie nervig das auch ist, es dient ja quasi einem guten Zweck, so, ne? Es wird ja nicht umsonst, sag ich mal, das Spiel erstmal, oder Fehler ins Spiel absichtlich eingefügt, ne? Passiert natürlich nicht absichtlich so, ne? Und da muss halt eben dran gearbeitet werden. Und wenn das alles durch ist, ne, dann denke ich mal, kann da noch richtig geiler Stuff entstehen, ne? Nicht nur vom Spiel selbst, sondern auch abseits mit den Projekten, die ich halt eben auch erwähnt habe jetzt. Und ja, ich würde mal gerne eure Meinung dazu wissen, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet. Ich denke mal, solche Turniere in Shakes and Fidget sind immer schwer umzusetzen, aber ich denke mal, wir haben da einen ganz guten Ansatz vielleicht und ja, würde mich sehr, sehr gerne eure Meinung zu der ganzen Sache interessieren. Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.